Hi guys, today I will show you basically an embellishment I really like to make in this way will be leaves, and at the moment I'm working on watercolor paper and put some colors down. Water the paper first and then I dip the colors into. The colors are not too colorful, but not too muted. It will be sympathy cards, but I don't like to have them too sad, you know. It is something, why do I, or why don't we have to, do we have to keep this sympathy cards in this awful, awful colors and with these crosses, and so it makes the recipient even sadder, I think. I don't know. But yeah, that's what I like to do. It will be, the card itself will be very clean and simple, but the leaf I'm making will have some colors. So I'm putting some more paint on it or colors on it here, and when it's dry I will start to stamp and heat emboss. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, wie ich so ein paar Blätter mache mit Heat Embossen, also mit diesem Embossing Pulver, so als dimensionales Stück für eine Karte. Ich mache hier Trauerkarten, die bei mir nicht unbedingt so dunkel und mit Kreuz und so ganz grauenvoll traurig. Natürlich auch nicht overloaded jetzt mit Farben und sonstigen Sachen, aber eben nicht so das Übliche, und ja, ich finde es gar nicht so schön, aber gut. Bringe hier noch ein paar Farbtupfer auf. Wenn das dann alles trocken ist, fange ich hier an zu stempeln, und ich benutze ein Blatt, das relativ solide ist. Es ist nicht sehr detailliert. Das funktioniert eigentlich dann sehr viel besser. Ich habe dann sehr viel mehr von dem Embossing Powder drauf. Seht zu, dass ich hier das Versamark schön einarbeite, weil das ist Aquarellpapier, das saugt das schon mal ganz gerne auf. Deswegen stemple ich da mal öfter drüber, das klare Embossing-Pulver, und dann fange ich an, das zu schmilzen. Und ja, alles, was so jetzt noch über ist an losen Pulver, das packe ich mit dem Pinsel runter und fange dann an. Ich benutze oder ich schalte mein Heißgerät an, ein bisschen früher an, einfach damit ich nicht zu lange auf dem Papier da drauf bin und es eben nicht zu diesem Überschmilzen kommt. Funktioniert ganz gut. You know, with the Versamark I stamped here a few times just because it's watercolor paper, and the Versamark gets soaked up by the paper quite easily, so that's why I make sure I stamp several times that it's saturated and the embossing powder will stay on it. Before I start with melting, I heat up my tool for a longer time and then I go on the paper. That is the risk to overheat and over melt is so much lower then, so that's why I do it. I cut everything out here, and I will work on it with more watercolor. Oh no, I'm not using watercolor, I'm using black acrylic, my fluid acrylics, just to get the veins out more. You will see I soak everything with water on top, and on the reverse, of course, I spray some water that the paper is again very saturated, and it takes the black paint much better. It soaks the paint up, and of course I want it to stay in the veins. It's acrylic. You have to make sure that it doesn't dry too much on top of the embossing powder or on the melted embossing powder, otherwise you won't get it off again. Ich habe das hier die Blätter nochmal richtig schön nass gemacht von beiden Seiten, weil ich möchte dieses schwarze Acrylic, das ich hier benutze, das ist dieses High Flow Acrylic, das möchte ich richtig schön in diese Venen einarbeiten, und zwar nur da drin. Das ist jetzt Acrylfarbe, man muss also gucken, wenn das natürlich zu sehr trocknet, auch auf dem Embossing, auf den Embossed Sachen, dann kriegt man das nicht mehr runter. Also immer noch frühzeitig
wieder runterwischen. Man muss jetzt, oder ich muss jetzt doch öfter nochmal drüber gehen, damit sich das sehr schön in diese kleinen, feinen Linien einarbeitet. Aber es geht. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen und immer gucken, dass man rechtzeitig das wieder abwischt von der Oberfläche und das wirklich größtenteils nur in diesen Venen zu sehen ist. Ein kleines bisschen bleibt auch hier und da, aber es geht ganz gut. So, and I will then bring that leaf into shape with the bone folder to make it more dimensional. And for that, it is really much better when the paper is still a bit wet. You can shape it up much, much better without the risk that the embossing part or the heat embossed part will break. That might happen. It's a very thin layer here, but of course, it always can happen. I'm working here with a very, very fine brush just to get even more black acrylic paint here into the little veins. Just not happy enough. It wasn't dark enough for me, so still working on that. Ich habe jetzt hier noch mit einem ganz feinen Pinsel mit eben schwarze Acrylfarbe hier in diese Venen reingebracht. Es war mir noch nicht dunkel genug, aber ich bin dann gleich auch zufrieden und werde dann die Blätter in Form bringen mit einem Bone Folder. Und zwar ist es immer noch am besten, damit zu arbeiten, wenn das noch leicht feucht ist. Die Gefahr, dass es bricht, weil es ist ja das Embossing-Pulver drauf, ist natürlich schon da. Es ist eine dünne Schicht. Eine dickere Schicht würde jetzt schneller brechen, aber trotzdem immer dran denken, solange es noch feucht ist, kann man es sehr viel besser in Form bringen, ohne eben der Gefahr, dass es bricht. Ich mache jetzt hier die Seiten noch schön schwarz und ja, zeige euch das, glaube ich, später mit in Form bringen. Ja, und dann mache ich beim nächsten Schritt. Nämlich jetzt bereite ich so ein paar andere Sachen vor, ein paar Rähmchen, die ich hier mache. Ich habe jetzt keine Rahmenstanzen, sondern einfach so eine Stanze, da sind so verschiedene Blumen. Aber wenn man die in der Mitte dann rausschneidet, hat man einen Rahmen. Werdet ihr gleich sehen. You know, I haven't got this frame dies, so that's why I'm using this. Have this dies with this flowers. I just cut the flower off and ta-da, I have a frame. So that's what I do. What I do here, I prepare a few different colors, black, white, grey. I wasn't sure what to use, but now I will show you how I bring it into shape. So first of all, I fold it a bit in the middle vein, and then I use my bone folder here to round it up a bit. Also jetzt könnt ihr sehen, wie ich das in Form bringe. Ich habe das erst in der Mitte so ein bisschen gefaltet, da diese Hauptvene in der Mitte und dann mit diesem Bone Folder rechts und links so ein bisschen geformt. Und wenn das trocken ist, dann hält das sehr gut. Ob das jetzt zum Verschicken gut ist, weiß ich nicht. Das wird natürlich gequetscht, wenn das durch die Frankiermaschinen geht und so. Würde ich jetzt nicht verschicken. Jetzt nehme ich noch für diese Karte hier so ein bisschen Zwirn. Und das wird dann hinterher noch so ein bisschen, das ist eben nur Dekoration. You know, I just use some thread here for some decoration. That something more is going on the card later. I will glue it down to the card later, you will see. And it's just something, yeah, it's just something to make it look more interesting. Put more interest into the card, of course. So you can see the frames laying around there. At this point, I wasn't sure which color combination to use. I will have a frame and a little square paper in the same color. Will be black. I decide to use black. And we'll put that right into the middle of this card. You will see. So I wasn't happy about the shape and went on again. So now I'm trying to find out which color. Now all of them. No, definitely not. Jetzt habe ich dann ein bisschen probiert hier mit den Rahmen, aber nein, nicht alle. Das sieht doof aus. Ich werde letztendlich schwarz nehmen und werde nur einen Rahmen benutzen und ein Quadrat auch in schwarz und mehr nicht. Das war alles nicht so
was mir gefiel. Nein, es war dann auch doch zu viel und zu unruhig. Deswegen hatte ich mich dann nur für eben den Quadrat und einen von den Rahmen entschieden. Aber es ist natürlich ein Prozess, der eine Weile dauert. Oder ich probiere aus, was sieht aus, was gefällt mir. So, und hier habe ich dann entschieden, nee, schwarz muss es sein, aber dann eben noch mit einem Quadrat. Und das ist das, was ich mache. So, jetzt bin ich ziemlich sicher. Of course, this process of finding out what looks nice and balanced, and that takes always a little bit of time for me. But at the end, I'm using this black square, as I said, and one of the frames. So I start here with cutting more of my frames out. Oh, I didn't have a gray one, I think. That's why I cut that out. But I'm not using it. Of course, I will use it at some stage, but not at the moment, not for this project. So, and now I try black, white, grey, but black will make it. And for the background, actually, I use here very heavy craft card, put a bit of stenciling with modeling paste. It was a bit too boring, the background, but didn't want to use color. Bit of dimension, actually, bit of texture, not dimension. Texture I wanted to use. Ich habe dann hier diesen Kraftkarton noch benutzt, einen sehr schweren, wollte da aber noch ein bisschen Textur drauf haben, jetzt keine Farbe oder so, werde das dimensional aufkleben. Da habe ich jetzt Modellierpaste durch eine Schablone noch gepackt, einfach, wie gesagt, um die Textur noch zu erhalten und noch ein bisschen lebendiger zu gestalten, das Ganze, weil es ja doch relativ einfach bleibt hier mit dem Rahmen. Und ja, trotzdem versuche ich jetzt noch hin und her, wie ich es am besten drauf packe. Das Kraftpapier oder Kraftkarton, den habe ich auf Moosgummi geklebt. Das ist das ganz dicke. Das ist, glaube ich, 4 mm oder 5, ja, 4 mm, um auch noch mehr Dimension da reinzukriegen. Das klebe ich dann erst auf die Karte und dann fange ich an, das Ganze zu dekorieren. Wenn ich so dimensional drauf, so eine dimensionale Karte mache, dann ist es für mich immer besser, das erst alles, die Basics drauf zu kleben. Das ist hinterher doch relativ schwierig, wenn dann schon alles beklebt ist, das noch auf die Karte zu kriegen. Also da müsst ihr immer dran denken, was mache ich zuerst, welcher Schritt ist der wichtigste, bevor ich dann wieder irgendwas kaputt mache. Ja, so Gewicht drauf, dauert einen kleinen Moment und dann fange ich an, das Ganze zu verteilen. Auch hier das schwarze Rechteck wird auch noch ein wenig dimensional aufgeklebt mit einem etwas dünneren 3D-Tape hier. The craft card I glued down with craft foam, a very, very thick one, so that it's very dimensional. And even this black square, I put some 3D tape on it, not that thick, but tiny bit, that this has a dimension as well. So this card lifts actually from the dimension it has, the way I glued the squares down. And of course the leaf is extremely dimensional. So, and when you're doing stuff like that, you really don't need that many decorations. So I'm trying to glue the thread down here, and of course I want to have it a bit movable, that there's a bit of life on the card. Ich habe dann hier den Zwirn noch ein bisschen geklebt, so punktuell hier und da. Ich wollte natürlich nicht, dass es so die ganze Zeit ganz lose ist, aber ich wollte es auch ein bisschen lebendiger halten, also nicht komplett draufkleben. Aber das ist soweit okay. So, das ist gleich fertig. Klebt nur noch das Blatt. Und ich habe natürlich mal wieder vergessen, ein Close-up zu machen. Aber ihr seht ja die Fotos dann am Ende. Dann ist das schon in Ordnung, denke ich mir. Es ist ja auch relativ simpel. Ihr habt jetzt jeden Schritt gesehen und das sollte schon funktionieren.
I forgot to take a close-up, but you will see the pictures at the end, and from the other 2 cards I made as well. So I think that will be okay. That's the last step here, gluing the leaf down, and then you will see the pictures. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. Wish you a very good time until we see us again with my next project. Until then, please still stay carefully, stay healthy, or never forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder mit dem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle schön gesund. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.